Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal nicht um Metal, nicht um Kiss. Heute geht es tatsächlich mal wieder um Synthpop und Electronic Body Music. Und da gucken wir uns einige geile Scheiben an, die ich mir geholt habe. Neue, etwas ältere, sage ich jetzt mal, die auch noch nicht so lange auf dem Markt sind, aber alte Alben als Neupressung. Und ich erzähle ein bisschen was aus meiner Jugend. Nach dem Intro geht's los. Ja, EBM, Synthpop. Ich bin halt nicht durchweg ein Metalhead, sondern ich war auch eine lange Zeit in der Gothic-Szene unterwegs. Das fing 1990 mit dem Erscheinen des Violator-Albums von Depeche Mode an. Da war ich in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle auf dem Konzert und bin ab da so ein bisschen in die Synthpop-Schiene abgerutscht, was dann von Depeche Mode führte zu Front 242, Nightmare App, Project Pitchfork und weitere Bands, die dann kamen, wie VMV Nation, Covenant, Assemblage 23, In3 Confidence, And One, Division und was es da alles so gibt auf dem Synthpop-Markt. Auch Gothic, Das Ich, Love Like Blood, Dreadful Shadows. Alles solche Bands, die ich sehr gerne mag, heute noch sehr gerne mag. Und And One ist eine davon, die ich bis heute wirklich feiere. Und ja, das ist wirklich reiner Synthpop, EBM, wie auch immer man es nennen möchte. Und da gibt es neue Scheiben. Und das ist eine davon. Military Fashion Show. Ist jetzt nicht meine Lieblingszeit von And One, weil ich bin eher so bei den Alben Flop und Spot und solche Sachen. Aber trotzdem auch ein geiles Lied, muss man wirklich sagen. Was ich hier sehr cool finde, es ist halt eine Art Maxi und wir bekommen hier eine Art Picture Disc in diesem Fall, weil das, denke ich mal, ist nicht gepresst, sondern ist eine Picture Disc, die hier im Camouflage Design daherkommt. Hier haben wir halt das Metal Hammer Symbol von And One. Und ja, die sieht wirklich geil aus. Coole Scheibe. Bin ich sehr froh, mal wieder was Neues von And One in der Hand zu halten. Mir fehlen dann noch so einige Alben. Unter anderem die Anguish und viele gibt es auch, glaube ich, noch gar nicht. Auf Vinyl bin ich der Meinung. Die ist auch ein sehr cooles Album, was mir auch noch fehlt. Also da definitiv muss ich noch ein bisschen auf die Jagd gehen. Und das war die erste in diesem Fall. Ja, weiter geht es mit And One. Es gibt noch eine weitere Maxi-EP, wie auch immer man es hier nennen möchte. Und zwar ist das hier Frontfeuer. Da muss ich gestehen, da habe ich so gar nicht so richtig einige Songs auf dem Zettel, weil es gibt so ein paar neuere Alben von And One, wo ich nicht ganz so tief eingetaucht bin. Das muss ich wirklich sagen, weil ich dann auch wieder mehr später doch zum Metalhead wurde und ja, einfach wieder mehr auch jetzt Melodic Death Metal höre, als wirklich Electronic Body Music. Demnach, Steine sind Steine, auf jeden Fall ein Song, der aber sehr geil ist und für mich auch bekannt. In die anderen muss ich tatsächlich nochmal reinhören, weil die sagen mir momentan gar nichts so richtig. Also da muss ich nochmal auflegen, das Ding. Deswegen die Maxi auf jeden Fall auch sehr schön. Wir gucken einmal rein. Ich zeige euch die alle immer mal, weil ich da jetzt keine einzelnen Videos zu mache. Hier bekommen wir nämlich ein wunderschönes rotes Marble-Vinyl. Das sieht sehr gut aus. Blätter kann man das nicht nennen, nee, das ist eher marbled. Das Ding ist statisch aufgeladen, ohne Ende. Man bekommt es hier kaum in die Hülle rein. Muss ich mal wahrscheinlich irgendwann durch die Knosti durchdrehen und einmal waschen. Das Ding nur noch mal kurz angerissen, weil es zu Electronic Body Music gehört. Ist ein Sampler, offiziell, nicht offiziell, keine Ahnung. Also kein Sampler, ist so eine Mixplatte. Da sind Front drauf, Nightmare App, Kraftwerk und Depeche Mode so zusammengemixt. Eine Seite Kraftwerk, die andere Seite Depeche Mode, Front und Nightmare. Sehr cool, habe ich mir bei Discogs geholt. Schöner Zustand, tolle Scheibe. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist ein cooles Ding, wer sowas mag. Ja, wen das interessiert, die And One Scheiben habe ich außerdem bei Out of Line geholt im Online-Shop. Da kommen auch gleich noch ein paar mehr. Jetzt aber kurz mal zu der hier. Ich gucke relativ häufig bei eBay nach Front 242 Scheiben, weil ich ja immer noch versuche, viele Sachen da zu kriegen. Und da ist mir die aufgefallen.
Und ja, wie ihr seht, hier oben sind Front 242 abgebildet. Sehr, sehr cool. Sie stehen auch auf dem Hype-Sticker. Wenn man hier guckt, das ist halt ein Sampler, 2 Vinylscheiben, Colored Vinyl. Und hier seht ihr schon, bleibt mal stehen hier, Kraftwerk, Yellow, Soft Cell, Tears for Fears und Front 242. Da musste ich zuschlagen. Das Ding gibt es aktuell jetzt bei Amazon zu kriegen oder bei eBay kaufen oder momentan halt bei mehreren Händlern. Scheint relativ neu zu sein. Irgendein limitierter Sampler vom Techno Club. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir das Ding geholt. Sehr, sehr cool. Quite Unusual ist drauf von Front 242, einer auch meiner Lieblingssongs. Das ist natürlich auch sehr geil. Und von N. Clark ist hier Our Darkness auch drauf. Finde ich auch ein mega Song. Und die Scheiben sehen auch noch richtig gut aus. Leider kein Gatefold, aber wir bekommen hier eine rote Splitterscheibe und wir bekommen eine grüne Splitterscheibe. Die sehen wirklich echt nice aus. Und nicht nur das, wir bekommen sogar ein Poster. Und das Ganze für 26,99 finde ich echt okay. Ich zeige euch das mal so. Und auch da seht ihr, sind dann Tears for Fears drauf, Yellow ist hier unten abgebildet und ein großes Bild von Front 242. Sehr, sehr geil. Deswegen auf jeden Fall, ja, für mich ein cooler Sampler, den ich haben musste. Hier haben wir so ein bisschen, hier haben wir so ein bisschen Judge Dredd, ja, so ein Techno Club Poster. Ich finde es mega, ein tolles Sampler-Vinyl-Teil, besonders durch das Bild von Front 242 da drauf. Für mich natürlich ein Muss in der Sammlung. So, bevor wir gleich zu weiteren Alben übergehen, kommen wir jetzt dann zu einer Single seit langem mal wieder, die ich mir geholt habe, und zwar In Strict Confidence. Bedingt dadurch gesucht oder gefunden, ja, durch das, was ihr gleich seht. Habe ich mir bei eBay ergattert, sehr, sehr schön, Preisvorschlag gemacht, habe sie gewonnen, auf 500 Stück limitiert. In Strict Confidence, Dementia, sehr, sehr cooler Song. Cooles Teil, hier ist zwar nur so ein Rip-Mix und eine Demo-Version drauf, ist nicht so geil wie das Original, dazu gleich mehr, aber das Ding kommt hier im schwarzen Vinyl. Ich liebe solche, ja, besonderen Scheiben, wo dann wirklich so andere Versionen drauf sind, die dann nicht so alltäglich überall zu kriegen sind. Deswegen bin ich sehr glücklich, das Ding hier zu haben. Ein schönes Ding. Kommen wir zum Highlight. Und das ist in diesem Falle wirklich diese Scheibe. Auch bei Out of Line bekommen, In Strict Confidence Cryogenics. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen, oder nennt man das Cryogenics? Ich weiß es nicht. Ich habe die Platte mal Cryogenics genannt. Das Debütalbum von In Strict Confidence, das für mich auch weiterhin zu den besten Alben von In Strict Confidence gehört. Absolut geil. Ich verbinde mit In Strict Confidence eine extrem coole Geschichte. Ich habe es manchmal schon erzählt, wen es interessiert. Ich habe damals selber eine Elektroband gehabt. Eher, ich sag mal, nicht so erfolgreich, aber trotzdem war es eine extrem coole Zeit. Und einer der wohl coolsten Tage in dieser Bandgeschichte, sage ich mal, war, als ein Kumpel mich angerufen hat, der Backstage manchmal für Bands arbeitet und meinte so, hey, kannst du heute Abend in der Markthalle spielen vor In Strict Confidence? Und ich habe in der Zeit nicht viel gemacht, gerade musiktechnisch, hatte so eine kleine Pause und habe so gedacht, boah, okay, das ist jetzt hart. Und habe dann ja, mit meinem damaligen Bandmember sozusagen, was mein Bruder war, telefoniert und gesagt, hey, kriegen wir das hin, heute Abend aufzutreten? Er war so genauso geschockt wie ich und wir haben es aber möglich gemacht. Es war total geil. Erstmal Grüße, ich glaube zwar nicht, dass er das sieht, an Dennis Ostermann von In Strict Confidence. Vielen, vielen Dank nochmal damals für diese Gelegenheit. Es war mega cool. Uns wurde sogar angeboten, die ganze Tour zu begleiten, weil die Vorgruppe irgendwie, ich glaube, rausgeschmissen oder abgesprungen ist, keine Ahnung. Und ich konnte es zeitlich nicht. Ich habe damals in einer Firma neu angefangen und ja, bereue es bis heute, dass ich nicht mitgefahren bin, weil in dieser Firma bin ich nach 25 Jahren dann raus und war eine grausame Zeit, 25 Jahre im Grauen. Auf jeden Fall konnte ich damals einfach nicht. Es ist mega, mega schade und ich wäre gerne mit auf diese Tour gegangen.
Der Auftritt in der Markthalle, es war in der großen Markthalle, wer die kennt, also es gibt ja da mehrere kleine Hallen, oben das Marks und das große Teil, und es war wirklich in der großen Halle, und das war immer so ein kleiner Traum von mir, weil ich die Markthalle super gerne mag, da auf dieser Bühne zu stehen, und das habe ich irgendwo geschafft, da kann ich einen Haken dran machen, und dann vor einer Band, die ich damals wirklich echt so ein bisschen ja als Vorbilder auch gesehen habe, war das für mich wirklich ein großartiger Tag, und da nochmal vielen, vielen Dank an meinen Kumpel und ja, auch an In-Street Confidence, dass das damals möglich war. Das hat wirklich viel, viel Freude gemacht. Auch wenn ich bei einem Lied die Textzeile vergessen habe und die Musik lief und ich dachte mir nur, scheiße, ich muss einen später einsetzen, aber keiner kannte uns und demnach hat es auch keiner gemerkt. So, jetzt habe ich viel, viel gelabert. Kommen wir zu der Scheibe. Wer sie nicht kennt, wer elektronische Musik mag, hört da rein. Ich finde, das Ding ist heute noch zeitlos und ist eins mit, finde ich, auch der geilsten EBM-Alben in diesem Bereich. Ist eine neue Edition, anders aufgemacht als das damalige Cover. Man kann das hier aufklappen, dann kriegt man so ein cooles, ja, fast HR Giga inspiriertes Bild. Falls einer weiß, ob das nachher wirklich von HR Giga war, keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist es ein bisschen angelehnt, finde ich. Hier mit diesen Rippen, dann hier, das ist ja auch alles so ein bisschen Richtung Giga. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und dann haben wir hier die Songs, und da kann man echt nur sagen, allein die erste Scheibe hier ist richtig geil. Also die erste Seite, dann auch hier viele, viele coole Songs. Hört euch die mal an, wer da keine Berührung mit hat. Ich finde es ein absolut geiles Elektroalbum. Und dann kriegen wir hier auch noch so schöne, ist halt ein Doppelalbum, rot durchzogene Scheiben, die wirklich auch richtig gut aussehen. Und die Scheibe, ich habe sie gestern fast durchgehört, hat einen mega geilen Klang. Also das muss man auch sagen. Bei mir, ich höre das oben im Wohnzimmer über einen Bluetooth-Plattenspieler. Video dazu habe ich ja mal gemacht. Und das Ganze dann über so zwei Sonos-Boxen, die Era 100. Und es klingt einfach granatengeil, wirklich, muss man sagen. Ist ein so cooles Album und klingt mega, mega gut. Aber ich habe noch mehr von In-Street. Ja, dadurch, dass ich halt End One mir bei Out of Line geholt habe. Auch da vielen Dank an denselben Kumpel, der damals mir den Auftritt in der Markthalle verschafft hat. Der hat mir auch den Tipp gegeben, dass die End One Scheiben da zu kriegen sind. Da habe ich dann da durchgeblättert und sah die ganzen In-Street Sachen und habe da dann auch noch zugeschlagen. Face the Fear, das zweite Album. Auch da, das Cover sah damals anders aus. War damals, glaube ich, so gelblich-beige mit so einem Typen drauf. Das ist hier auch eine neue Version. Ist das zweite Album auch sehr, sehr gut. Nicht so geil wie Cryogenics, aber auch ein richtig geiles Album, kann man auch nicht anders sagen. Ich feiere die Jungs einfach, das ist, oder ich glaube, damals hat das nur Dennis gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das mehrere waren in der Band. Und das kommt hier in so einem weißen Marmor-Vinyl. So leichte, dunkle Einschlüsse, auch das sieht richtig gut aus. Auch ein toller Klang von der Scheibe, richtig, richtig nice. Das Ding auf jeden Fall, ja, cool, dass ich auch das Ding jetzt in meiner Sammlung habe. Ich hasse Doppelvinyl, also, ne, hassen auch nicht, aber kennt ihr das, dass das immer durchrutscht in die Mitte und man kriegt es dann nicht richtig mehr geknickt? Ich kriege da mal die Krise bei, aber hassen tue ich es nicht. Eigentlich liebe ich Gatefold-Vinyl, weil ich liebe es, wenn in der Mitte ein geiles Bild drin ist oder so. Ja, kommen wir zum letzten Album dieses Videos, was ich mir dann geholt habe. Auch hier In-Street Confidence, Love Kills. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Tour das damals war, bei der wir oder in Hamburg dabei waren dann bei dem Konzert. Ich glaube, es war die Love Kills Tour. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich bin der Meinung, dass an dem Abend schon Zauberschloss gespielt wurde. Und ich krieg's leider nicht mehr ganz unter. Ich bin der Meinung, ich habe auch ein Poster von der Tour irgendwie unten. Das hatte, glaube ich, Dennis auch noch unterschrieben. Also ich müsste da mal gucken, aber ich habe es jetzt so ein bisschen verdrängt. Leider gibt es auch keine Aufnahmen in irgendeiner Form von diesem Konzert, wo wir aufgetreten sind. Das ist super schade, weil ich habe leider nur die Erinnerungen, aber nichts Visuelles, was ich mir mehr angucken kann, was ich sehr schade finde wirklich. Aber ja, die Erinnerung bleibt. Da einmal das Innencover von Love Kills. Auch ein cooles Album. Ist ja nicht mehr ganz so mega geil, finde ich, wie die ersten.
Aber Zauberschloss ist auf jeden Fall einer der Songs, der hier richtig raussticht. Das Ding ist richtig genial. Es sind trotzdem gute Songs drauf. Aber ich finde, danach, muss ich leider sagen, bin ich ein bisschen weggedriftet bei In Strict Confidence. Da kam nachher ein Frauengesang dazu, der persönlich mir gar nicht zugesagt hat, weil ich liebe die Stimme von Dennis. Das hört sich einfach geil an. Und Frauengesang bin ich ja immer ein bisschen sehr, sehr kritisch, weil das muss dann wirklich gut sein. Und da muss ich leider sagen, das fand ich bei In Strict nachher nicht mehr so cool. Das ist immer Geschmackssache. Der eine oder andere sagt, hey, feiere ich. Ich persönlich habe es dann nicht mehr so gefeiert. Ich bin ein Fan der ersten Alben und dann der letzten Scheiben nicht mehr ganz so. Auch wenn da manchmal noch ganz geile Songs dabei sind. Aber bei mir wird es wahrscheinlich bei Love Kills hier mit Sammlungen des Vinyls auch dann enden. Und deswegen müsste ich jetzt schon fast alles haben von In Strict. Musste aber auch noch mal genauer gucken, was ich mir da noch hole. Das Cover ist einfach auch geil, oder? Kann man nicht anders sagen. Achso, das Vinyl haben wir noch nicht angeguckt, weil auch da kriegen wir natürlich ein farbiges Vinyl und das Ganze ist in Silber. Auch das sieht richtig, richtig gut aus. Und damit bin ich durch mit diesem Haul. Ich würde sagen, das war ja fast nicht nur ein Haul, das war ja schon auch einmal die Platten richtig unboxen und angucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es kein Metal und besonders kein Kiss war. Ich weiß, viele von euch sind auf meinem Kanal, weil ich halt Kiss zeige. Ich kann es auch verstehen, Kiss ist auch geil, aber ich finde auch das geil. Und demnach wird es auf meinem Kanal auch immer wieder andere Sachen geben und nicht nur Kiss. Und ja, diese Bands haben es auf jeden Fall, ich nehme das hier mal runter, weil so sieht es geil aus, ne? Haben es auf jeden Fall verdient, erwähnt zu werden. Wer sowas nicht kennt, vielleicht hört mal rein, vielleicht findet ihr sowas auch geil. Es ist auf jeden Fall, ja, eine sehr coole Band, genau wie And One und von 242 sowieso. Damit bin ich raus. Lasst ein Abo da, ein Kommentar und ein Daumen nach oben fürs Video würde mich mega, mega freuen. Und keep on rockin', auch wenn Rockin' hier in dem Fall nicht so richtig passt, aber das Video muss ja irgendwie beendet werden. Also haut rein, schönes Wochenende. Morgen kommt trotzdem noch ein Kiss-Video. Bis dann, ciao.